Ahau und herzlich willkommen. Hier ist Planet Delpha und heute feiern wir 3 Jahre Outcast Second Contact. Zu diesem Anlass stellen wir die Frage aller Fragen. Kommt jetzt eigentlich Outcast Teil 2? Nachdem The Lost Paradise 2001 eingestellt wurde, sah es lange Zeit düster aus. Alle Bemühungen für eine Outcast-Fortsetzung durch die ehemaligen Entwickler scheiterten. Erst 12 Jahre später gelang es ihnen endlich, die Outcast-Rechte von Atari zurückzukaufen. Der Plan war daraufhin schnell festgelegt. Zuerst mit einem moderaten Budget ein Remake des ersten Teils entwickeln, um das Interesse der Spieler und Publisher zu wecken, und gleich danach mit größerem Budget einen echten zweiten Teil. Dieser Plan hatte leider einen holprigen Start, als die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Remakes 2014 scheiterte und nicht genug Spieler überzeugen konnte. Nach dem Zwischenschritt Outcast 1.1 konnten die Entwickler aber den französischen Publisher Big Ben Interactive zur Finanzierung gewinnen. Circa 1,5 Jahre lang arbeitete ein kleines und leidenschaftliches Team unter der Leitung von Grollet, Sauer und Roberts an dem Remake Second Contact. Das Budget war sehr begrenzt und lag vermutlich deutlich unter 1 Million Euro. Dies zwang die Entwickler leider zu einigen Kompromissen aus dem alten Code und Assets und der neuen Unity Engine. Das Ergebnis ist wirklich sehens- und spielenswert, auch wenn leider einige kleine Fehler und unausgereifte Elemente verbleiben. Mit einem mehrere Millionen Euro teuren Remake wie Resident Evil kann und darf man Second Contact einfach nicht vergleichen. Der Plan war weiterhin gleich geblieben. Remake und danach Teil 2. Die Entwickler haben das mehrfach betont. Yeah, we really want to do Outcast 2. Actually, it's our goal. We are doing all that in the perspective of doing Outcast 2 just right after. So it's definitely the goal. Ausschlaggebend für die Fortsetzung scheint das Verkaufsergebnis zu sein. War Second Contact also ein Erfolg? Offizielle Zahlen gibt es leider keine, aber aus allen Quellen, die uns zur Verfügung stehen, gehen wir insgesamt, also PC, PlayStation und Xbox-Version zusammen, von mindestens 150.000 verkauften Exemplaren aus. Das ist eine respektable Zahl und hat das Budget sicher wieder eingespielt. Der ganz große Hit blieb aber aus. Wir vermuten daher, dass Publisher Big Ben zögerte, das nötige Geld in die Hand zu nehmen, um die Fortsetzung zu finanzieren. Ein Videospiel ist heutzutage sehr teuer und immer mit Risiken verbunden. Über ein Jahr wurde es daraufhin ruhig um Outcast, bis es überraschende News gab. Im Januar 2019 verkündete der österreichische Publisher THQ Nordic den Kauf der kompletten Outcast-Rechte. Das kam insofern überraschend, da die Entwickler Grollet, Sauer und Roberts 12 Jahre lang für den Rückerwerb der Rechte gekämpft hatten. Warum haben sie also ihr Lebenswerk verkauft? Dafür kann es eigentlich nur einen Grund geben. Es gab einen so guten Deal, dass sie überzeugt wurden. Und was könnte dieser Deal beinhalten? Offiziell ist noch nichts offenbart worden, aber THQ scheint an sehr vielen Projekten zu arbeiten. Im August 2020 wurde bekannt, dass sich sagenhafte 79 Spiele noch unangekündigt in Entwicklung befinden. Ist eines davon also Outcast 2? Wir können das bisher nicht bestätigen, aber Überraschung wäre es eigentlich keine, denn schließlich finanziert THQ viele Fortsetzungen zu Klassikern der Spielegeschichte. Dass THQ die Marke Outcast gekauft hat, um sie links liegen zu lassen, das glauben wir definitiv nicht. Was könnte also im zweiten Teil passieren? Dazu gibt es derzeit eigentlich keine gesicherten Fakten. Sicher scheint nur, dass die talanischen Frauen und Kinder einen Auftritt haben sollen. Das haben die Entwickler mehrfach in Interviews und Kampagnen betont. Auch könnte es gut sein, dass einzelne Elemente oder Handlungsstränge aus The Lost Paradise wieder aufgegriffen werden. Aber das ist eigentlich nur pure Spekulation. Wann könnte es also Neuigkeiten geben? Wenn wir von einer geschätzten Entwicklungszeit zwischen 2 und 4 Jahren ausgehen, dann könnte das nächste Jahr vielleicht eine wichtige Ankündigung bringen. Bleiben wir also gespannt. Was meint ihr? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Maya Afa.